So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen aus Punta Cana. Damit alles wieder so wird, wie es niemals war und wir alle wieder so gesund werden, wie wir niemals waren, möchte ich mich heute mit dem Thema beschäftigen: Gibt es eigentlich vermeidbare Krankheiten? Die Antwort lautet, ich nehme es gleich vorweg, ja, die gibt es. Jetzt müssen wir zunächst einmal definieren, was sind eigentlich die wichtigen Krankheiten, die wir alle so kennen. Die wichtigen Krankheiten, die wohl den meisten Menschen Beschwerden machen, sind Dinge wie zum Beispiel bekannte Erkrankungen, Myokardinfarkt, ischämischer Insult, also der Schlaganfall, die stetig wachsende Anzahl an Krebserkrankungen, die Metastasen, die sich dadurch ergeben, die Todesopfer, die in vielen Fällen vielleicht vermeidbar wären, der Morbus Alzheimer, vor allem der Hirnschaden, der durch toxische Einflüsse aus der Umwelt, aber auch durch nahrungsmittelbedingte toxische Prozesse entsteht, die auch teilweise natürlich im Darm entstehen durch eine bakterielle Fehlbesiedlung. Da sind wir wieder beim Thema Mikrobiom. Dann kommt der Diabetes und seine Folgeerkrankungen. Jetzt ist die Frage, sind Wohlstandserkrankungen, die ich eben aufgezählt habe, das sind ja für die schulmedizinischen Kollegen, die es sich zur Angewohnheit gemacht haben, Krankheiten zu behandeln, obwohl sie die Ursache, die biochemischen, die biophysikalischen Hintergründe, die neuroendokrinen Hintergründe gar nicht verstanden haben, mit Medikamenten rein symptomatisch, versteht sich, zu behandeln. Bei mir in meiner Praxis wird wann immer möglich, natürlich auch unter Berücksichtigung der schulmedizinischen Begebenheiten, wenn dann immer möglich, aber ursächlich und kausal behandelt. Also Dinge wie Krebs, wie Myokardinfarkt können wir mit großer Wahrscheinlichkeit als vermeidbare Erkrankungen ansehen. Wohlstandserkrankungen sind aber nicht selten ein Mangelsyndrom. Jetzt können wir die Frage stellen, sind diese Mangelsyndrome die Ursache für die Wohlstandserkrankungen? Die klassische Definition der Mediziner bedeutet Mangelerkrankungen, Mangelerscheinungen an Vitalstoffen, an Aminosäuren, Vitaminen treten vor allem bei Menschen auf, die aufgrund von bestimmten Diäten oder selbst ausgewählten Ernährungsrichtlinien, also vegan, Vegetarier und so weiter, High Carb, Low Carb, bestimmte Nahrungsmittel nicht essen. Meine Damen und Herren, jeder, der meine Videos kennt, der weiß, das ist natürlich in gewisser Weise grob absurd. Das ist auch nicht exkulpabel, aber das zeigt eben die Naivität einer Berufsgruppe, die das Denken offensichtlich verlernt hat. Sprechen wir über Ursachen und Tatsachen, und da möchte ich vor allem die Depressionen mit in den Vordergrund rücken. Heutzutage sind Depressionen, also Freudlosigkeit, Mangel an Emotionen, ein sehr wichtiges Thema, Interesselosigkeit. Dazu gehören auch Dinge wie schlechtes Erinnerungsvermögen, die Schlaflosigkeit, auch ein Thema, bei deren Auftreten man an eine Depression denken muss. Die Irritiertheit, die Unruhe, die Agitiertheit, die mangelnde Denkfähigkeit, was wir heute leider Gottes so häufig erleben und niemand fragt, woher kommt das? Ja, deswegen ist wichtig, dass Sie die Antworten finden in meinen Videos auf Fragen, die niemand stellt. Und deswegen schauen Sie sich dieses Video, wenn Sie das Thema interessiert, bitte zum Ende an. Das könnte auch für Sie von Bedeutung sein. Das Thema, über das ich heute kurz sprechen möchte, nicht umfassend, da es ein riesiges Thema ist das Thema Homocystein, ein Abbauprodukt aus unserem Proteinstoffwechsel. Jetzt kann man sagen, Mangelerscheinungen. Welche Mangelerscheinungen führen denn zu dieser sogenannten Hyperhomozysteinämie? Ich gehe auf die Biochemie jetzt nicht im Detail ein, da ich das bereits schon getan habe und in Extensio auch in einem späteren Video noch einmal tun werde. Auch die Problematik der Folsäure werde ich noch in Extensio besprechen, also Methyl-Tetrahydrofolat-Reduktase, Störungen, die genetischen Dinge, die genetischen Polymorphismen. Das möchte ich heute nicht ansprechen. Was ich heute ansprechen möchte, ist die Wirkung von hohem Homocystein
auf die Psyche und natürlich auch auf die Erkrankungen, die wir alle so kennen, den Myokardinfarkt und den Schlaganfall, das meines Erachtens in weiten Teilen vermeidbare Symptome, vermeidbare Todesursachen sind. Die Lipidsynthese steigt, wenn wir einen Mangel haben an Folsäure, einen Mangel an Vitamin B12, da das Homozystein dadurch ansteigt. Homozystein kann nicht remethyliert werden. Wir haben eine Steigerung des oxidativen Stresses und wir haben auch ein Problem bei unserer so wichtigen Glutathion-Biosynthese. Protein C wird inaktiviert und die Thrombinwirkung wird erhöht. Das heißt, wir haben es also auch mit einer verstärkten Thrombozytenaggregation und einer verminderten Endothelfunktion zu tun, da eben die NO-Synthase die Stickstoffmonoxid bildet und über G-Protein gekoppelte Prozesse das Gefäß vasodilatiert nicht mehr richtig funktioniert, wenn wir hohe Homozysteinwerte haben. Das führt zu einer Mikrozirkulationsstörung. Die ersten Symptome, die viele Männer heute schmerzhaft erfahren, sind erektile Dysfunktion. Das heißt also die Unfähigkeit, eine ausreichende Erektion im Schwellkörper, die beiden Corpora cavernosi, zu erreichen, um eine Frau dann dementsprechend auch bis zum Höhepunkt, also nicht bis zu ihrem Höhepunkt, aber bis zum Höhepunkt des Mannes zu penetrieren. So, die fibrinolytische Aktivität steigt insgesamt eben, also Protein C steigt und Fibrin, die Fibrinolyse sinkt, so muss ich sagen, um das korrekt darzustellen. Also es geht in weiten Teilen bei hohen Homozysteinwerten um ein Problem der Mikrozirkulation und der Gefäßwandaggregation. Da ist vor allem das Vitamin B9 sehr bedeutsam, aber auch Vitamin B6. Ein Vitamin B6-Mangel, das wissen vielleicht auch die wenigsten von Ihnen, gilt schon seit den 50er Jahren, den frühen 50er Jahren, als elektiven Risikofaktor für Gefäßerkrankungen. Bisher kennen Sie sicherlich nur das Cholesterin, die Hype um das Cholesterin. Dazu kann man gerne im späteren Video nochmal expresses verbis darauf eingehen. Aber heute möchte ich mich auf die Gefäßerkrankungen konzentrieren und auf die Depression, die durch hohe Homozysteinwerte erreicht werden. Jetzt kann man natürlich spekulieren und sagen, kommen diese degenerativen Veränderungen durch die vermehrte Bildung von freien Radikale, also ROS und NOS, also Reactive Oxygen Species, und die Stickstoffradikale, kommen diese degenerativen Veränderungen dadurch zustande? In gewisser Weise ja. Meine Damen und Herren, Sie müssen verstehen, die Biochemie ist nicht facharztspezifisch zu partikularisieren. Und das ist natürlich der Grund, Maxima mea culpa, Kollegen von der Schulmedizin, von der sogenannten Universitätsmedizin, um es richtig auszudrücken, warum sie keine Erfolge vorweisen. Weil sich die Biochemie nicht katalogisieren lässt und auch nicht kategorisieren. Das heißt, die Biochemie betrifft jeweils immer den gesamten Körper und deswegen werdet ihr mit diesen Maßnahmen der pharmazeutischen Polypragmasie never, ever, niemals, jemals erfolgreich sein. Immer nur im Rahmen einer symptomatischen Therapie, aber niemals im Rahmen einer, was die meisten Patienten ja immer noch gerne anstreben, was auch verständlich ist, nämlich eine, wann immer möglich, kausale Therapie. Das Geheimnis eigentlich ist die Methylierung, meine Damen und Herren, die Methylierung. Die Methylierung kann Gene an- und abschalten. Die Methylierung, Sie müssen sich vorstellen, unsere DNA ist wie ein großes Gebäude, ein großer Gebäudekomplex. In jedem Zimmer, in jedem Raum haben Sie einen Bauplan, ein Programm, das für irgendetwas koordiniert, das für irgendwas steht. Das heißt also der Bauplan, der zum Beispiel für Neurone, für die Mitochondrien, wobei ein großer Teil der mitochondrialen DNA liegt auch extra nuklear, nämlich die Atmungsketten kodierenden Bereiche. Aber viele oder eigentlich alle Strukturen, Enzyme, die wir im Körper haben, auch der Bauplan für die Kollagen-Biosynthese, für die Muskulatur, wie gesagt, für Nervenzellen,
auch für wichtige Enzyme ist ganz wichtiges Thema, sitzt auf der DNA. Die DNA ist quasi stabilisiert durch ein sogenanntes Chromatin. Das ist ein Protein und es umgibt die DNA wie eine Verpackung. Und jetzt müssen wir verstehen, die DNA ist auf Histone aufgerollt. Und wenn wir Gene, wenn wir DNA-Stränge, wenn wir Teile ablesen wollen, dann brauchen wir hier entweder einen Schlüssel, das geschieht durch Methylierung oder Demethylierung, um es einfach zu machen, damit wir diese DNA-Stränge, damit wir diese Region ablesen können, also translatieren und später extranukleär an den Ribosomen transkribieren können. Deswegen haben wir die in letzter Zeit so häufig auch in den Mainstream-Medien und leider oft falsch verstandene mRNA. Das ist die Messenger-RNA. Das ist also genau das, was quasi abgelesen wurde, die Messenger-RNA, die dann quasi im Zytosol translatiert wird. Und dafür ist Homocystein ganz entscheidend, weil es unterstützt die Methylierung und auch die Demethylierung. Und wenn wir jetzt zu wenig Folsäure haben, vor allem aktive Folsäure, zu wenig Vitamin B6, ein Mangel, also in in Wohlstandsgesellschaften haben wir es mit Mangelsyndromen zu tun. Also der Wohlstand als Mangelsyndrom. Und dazu möchte ich gerne noch ein weiteres Video mit den biochemischen Grundlagen für Sie aufnehmen. Im Wesentlichen ist die Message von heute: Kontrollieren Sie bei chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, aber auch allen mikrozirkulatorischen Störungen, entzündlichen Prozessen, freien Radikalen, kontrollieren Sie Ihr Homozystein. Aus ganzheitlicher biologischer Sicht sollte Ihr Homozystein in keinem Fall höher sein wie 8. Alle Werte, die höher sind wie 8, sollte man kritisch hinterfragen und schauen, ob wir hier nicht etwas zuführen, was wir aufgrund von unserer Wohlstandsgesellschaft als Mangel interpretieren müssen. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Depressionen, chronische Erkrankungen, können Sie sich übrigens gerne an mich wenden, einen Termin vereinbaren in der Online-Sprechstunde. Des Weiteren vielleicht noch als Rat: Wenn man an Depressionen erkrankt ist, sollte man die Hormone kontrollieren, die Schilddrüsenhormone vor allem. Die kann man mittlerweile auch in 24-Stunden-Urin testen. Dann ganz wichtiges Thema, der Darm, das Leaky Gut Syndrom, erkennbar am Alpha-1-Antitrypsin, ein Protein aus der Leber, oder eben dann am Zonulin im Stuhl. Auch Zonulin kann man mittlerweile im Serum testen, oder das IFAP, das intestinale Fatty Acid Binding Protein, auch ein wichtiges Thema für die Mikrobiom-assoziierte Funktionsstörung, der Permeabilitätsstörung. Das ist ein wichtiges Thema immer dann, wenn es um Depressionen geht, weil die Aufnahme von toxischen, metabolischen, bakteriellen Abbauprodukten über die Vena porta in die Leber muss natürlich in Phase 1 und Phase 2 der hepatischen Detoxifikation vergiftet werden, entgiftet werden, vergiftet werden sie, wenn alles nicht so läuft, wie es laufen soll. Und dazu muss man wissen, dazu ist eben diese Membran, unsere Darmschleimhaut, diese Grenzmembran, extrem wichtig und bedeutsam. Des Weiteren sollte man verstehen, wenn man eine Hormone Replacement Therapie betreibt, dann sollte man auf COMT und MAO achten. Das sind diese beiden Enzyme, die unsere wichtigen Katecholamine, Adrenalin und Noradrenalin, die kennen Sie, aber auch die aktivierten Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin. Ein schnelles Kommt wird durch Testosteron noch schneller. Ein langsames Kommt wird durch Östrogen noch langsamer. Ein schnelles Kommt bedeutet wenig Aktivierung, weil wir haben wenig Neurotransmitter. Ein langsames Kommt bedeutet viel Neurotransmitter, viel Dopamin, viel Serotonin. Achten Sie immer darauf, wenn Sie an psychischen Erkrankungen leiden und Sie betreiben eine Hormone Replacement Therapie, sowohl als Frau oder auch als Mann. Es ist ganz entscheidend, hier diese Tatsachen zu berücksichtigen. Natürlich die Schilddrüse und der Darm. Alles Gute, meine Damen und Herren. Wenn das Video gefallen hat,
dann freue ich mich auf ein Feedback und teilen Sie vielleicht auch bei Ihren Freunden, Bekannten, Kollegen diesen Kanal, denn Sie sind verloren, wenn Sie auf einen Narren hören. Und heutzutage ist der Gang zum Narren, Sie wissen, wen ich meine, unter Umständen lebensgefährlich. Alles Gute und bis bald.